Ab Anfang der 80er Jahre gab es gesundheitliche Probleme im Leben von Johnny Cash. Obwohl diese phasenweise lebensbedrohlich waren, fand er immer wieder die Kraft weiter zu singen. Auch wenn er in seinen letzten 10 Lebensjahren mit American Recordings wieder große Erfolge feiern konnte, ging es mit ihm körperlich schnell bergab. Am 12. September 2003 ist er im Alter von 71 Jahren gestorben. Er hinterließ nicht nur ein erstaunliches Lebenswerk aus seiner Vergangenheit, er hinterließ auch zahlreiche Aufnahmen, die noch für viele Veröffentlichungen über seinen Tod hinaus gereicht haben. Gesundheitliche Probleme, Cashs Tod und die posthumen Veröffentlichungen sind Thema meiner heutigen Folge Cash ist tot, es lebe Cash. Wenn du weitere Details erfahren möchtest, bleib gerne dran. Am Schluss präsentiere ich Cashs Abschiedslied We'll Meet Again. Wir werden uns wiedersehen. Herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Das heutige Thema ist nicht einfach. Zum einen bieten viele Einblicke in sein Leben, so auch wie bei diesem Thema, so viel Stoff, dass es immer gleich für mehrere Doktorarbeiten reichen würde. Zum anderen ist es nicht leicht, über den Tod eines Künstlers zu sprechen, der von seiner Fangemeinde auch noch Jahrzehnte später schmerzlich vermisst wird. Er nahm bis zum Schluss Songs auf und durch die zahlreichen Veröffentlichungen lebt er durch seine Musik weiter. Vielleicht fragst du dich in dem Zusammenhang, ob es wirklich nötig ist, über seine Gesundheit, seine gesundheitlichen Probleme zu sprechen. Reicht es nicht, seine Musik zu hören? Natürlich geht das auch. Aber mir geht es ja immer wieder um die Frage, wer war Johnny Cash als Mann, als Mensch, als Künstler? Es wird wahrscheinlich nie eine einheitliche abschließende Antwort auf diese Frage geben, aber vielleicht kann man zumindest die Hintergründe seiner oft düsteren Songs über Reue und Tod und auch seine brüchige und zittrige Stimme am Schluss besser verstehen lernen. Er hat seine gesundheitlichen Probleme akzeptiert, weil er glaubte, dass es Gottes Wille war. Und nicht zuletzt fand er dadurch die Kraft und den Willen, nicht aufzugeben. Also reden wir über seine Gesundheit. In seinem Garten in Hendersonville hielt sich Cash mehrere exotische Wildtiere, unter anderem einen Strauß. In manchen Büchern steht auch Emu, aber das ist jetzt völlig nebensächlich. 1981 wurde er von diesem Tier attackiert. Er erlitt mehrere Rippenbrüche und eine schwere Bauchwunde war die Folge. Durch die Schmerzmittel geriet er wieder in die Suchtfalle. Das blieb auch nach seiner Genesung noch eine Zeit lang so, auch während einer Europatournee. Er bekam unterwegs Halluzinationen und verletzte sich die Hand so schwer, dass diese Tournee abgebrochen werden musste. Auf Druck seiner Familie kurierte er sich an der Betty Ford Klinik aus und machte einen Entzug. 1987 hatte er auf einer Bühne Sprachaussetzer und es wurden Herzrhythmusstörungen diagnostiziert. Ein Jahr später, 1988, bekam er einen Bypass und nach der OP bekam er eine doppelseitige Lungenentzündung im Krankenhaus. In seiner Autobiografie von 1997 beschreibt Cash in diesem Zusammenhang eine Nahtoderfahrung und er musste auch tatsächlich reanimiert werden. Er beschreibt in seiner Biografie: Ich entschwand in ein reines Licht, ein schützendes, warmes, freundliches Glänzen. Nach seiner Genesung machte er im November 1989 erneut einen Entzug wegen Tablettensucht, verursacht durch seine Schmerzmittel. Seine älteste Tochter Roseanne beschrieb es später mal so, ich zitiere: Dieser Kampf hielt sein Leben lang an. Das Ausmaß veränderte sich. Es war mal besser, mal schlimmer. Es wurde besser, es wurde schlimmer. Er hat immer damit gerungen. Zitat Ende. 1992 nahm Cash mit der Rockgruppe U2 den Song The Wanderer auf. Das habe ich im Video mit Cashs Auferstehung, blende ich im Hintergrund ein, ja bereits erzählt. Der Sänger der Band Bono, der berichtet von einem vorhergehenden Kennenlernbesuch bei den Cashs zu Hause und er berichtet, dass Cash zum Abendessen ein Tischgebet gesprochen hatte und er endete mit diesem Gebet mit den Worten: Aber die Drogen vermisse ich schon. Auch wirtschaftlich ging es ihm in dieser Zeit nicht gut. Er verdiente sein Geld ja ausschließlich durch die vielen Konzerte.
1988 war der Geldmangel so groß, dass er die Rechte an seinen Songs verkaufen musste. Und als es ihm wieder besser ging, hat er es tatsächlich geschafft, jeden einzelnen Song wieder zurückzukaufen. Er hat für sich auch beschlossen, so etwas nie wieder zuzulassen. Anfang 1990 brach sein Kiefer nach einer Operation wegen einer Zyste. Er bekam daraufhin chronische Schmerzen und die hielten an bis zu seinem Tod. Bis 1996 wurde er daraufhin insgesamt 34 Mal operiert, alles erfolglos. Was blieb, war eine Platinplatte im Kiefer und chronische Dauerschmerzen. Wenn man das weiß, versteht man auch das Leid in den Bildern, was in seinem Gesicht und in seinen Augen zu sehen ist. Besonders wird daraus aber deutlich, wie viel Kraft er aus seinem Glauben, seiner Musik und nicht zuletzt aus seiner Liebe zu allem gewonnen hat, um durchzuhalten. Da waren von 1985 bis 1995 die Highwaymen. Ab 1993 Rick Rubin mit American Recordings und natürlich auch seine zahlreichen Tourneen, wo er ständig noch unterwegs war, wann immer es ihm möglich war. Ich bin überzeugt, dass die meisten in seiner Situation resigniert und aufgegeben hätten, aber nicht Johnny Cash. Sein Glaube sagte ihm, es sei alles Gottes Wille. Und wenn er Lieder schrieb und sang, dann vergaß er zumindest zeitweise seine Schmerzen. Und er fühlte sich auch weiter verpflichtet, auf Tournee zu gehen. Zum einen wegen seiner Fans, zum anderen um Geld zu verdienen und des Weiteren um seine etwa 40 Musiker und Tourbegleiter auch bezahlen zu können, weil die waren schließlich von ihm abhängig. Im Herbst 1997 teilt Cash seiner Band und Tourbegleitern allerdings mit, dass er sich ab dem Jahr 2000 aus dem Tourgeschäft zurückziehen wollte. Das Ende kam jedoch viel schneller. Bereits im Oktober 1997 stolperte er auf der Bühne, verlor sein Plektrum, also sein Gitarrenplättchen, und hatte Mühe, es wieder vom Boden aufzuheben. Jemand aus dem Publikum rief: „Du bist ja betrunken." Daraufhin erzählte er dem Publikum von seiner Parkinson-Erkrankung, die kurz zuvor diagnostiziert wurde, und er verabschiedete sich für immer von der Bühne. Er musste im Anschluss ins Krankenhaus, bekam dort wieder eine doppelseitige Lungenentzündung und es wurde auch eine Blutvergiftung festgestellt. Er wurde ins künstliche Koma versetzt und die Ärzte hatten nur noch wenig Hoffnung, dass er überleben würde. Nach 10 Tagen wachte er völlig unvermittelt auf und verlangte einen Kaffee. Seine Genesung dauerte allerdings noch bis April 1999 und die meiste Zeit bis dahin verbrachte er auf seinem Grundstück auf Jamaika. Das ist übrigens auch der Grund, warum es zwischen der Veröffentlichung von American Recordings 2 Unchained und American Recordings 3 Solitary Man, warum da insgesamt 4 Jahre zwischenlagen. Er brauchte einfach so lange Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen. Das ist auch gleichzeitig der Grund, warum auf Solitary Man seine Stimme viel zittriger und brüchiger klingt und thematisch sich noch mehr Lieder mit seinem eigenen Tod befassen, weil er durch die vielen gesundheitlichen Probleme auch immer bewusster seine eigene Sterblichkeit vor Augen hatte. In dieser Zeit starben auch die beiden Schwestern von June Carter, nämlich Helen 98 und Anita 1999. Beide gehörten zur Carter Family, die Cash auch seit 1961 fest und dauerhaft auf seinen Touren begleitet hatten. Das letzte American Recordings Album erschien 2002, das habe ich in meinem letzten Video bereits ausführlich vorgestellt. Ich meine das letzte Album, was zu seinen Lebzeiten erschienen ist. Am 15. März 2003 ist seine Frau June Carter Cash nach einer Operation an einem Herzinfarkt gestorben. Das kam überraschend und damit fehlte auch die wichtigste Stütze im Leben von Johnny Cash. Er forderte Rick Rubin auf, ihn zum Singen anzutreiben, sonst würde er auch sterben, und verbrachte schließlich jede freie Minute und wann immer auch die Gesundheit es zuließ vor dem Mikrofon. Zu Ehren von June Carter Cash trat er ein allerletztes Mal am 5. Juli 2003 im Carter Family Fold auf einer Bühne auf.
Er saß mittlerweile im Rollstuhl und war durch einen grünen Star nahezu blind. Trotzdem wurde es ein, wie ich finde, sehr emotionales Konzert und gemessen an seinem Zustand war er immer noch und erschien immer noch sehr kraftvoll. Am 11. September 2003 telefonierte er noch mit Rick Rubin. Sie unterhielten sich über eine Albumsammlung mit dem Titel Unearthed und wollten über weitere Songaufnahmen diskutieren. Dazu kam es aber nicht mehr. Bereits einen Tag später, am 12. September, ist Johnny Cash seiner Frau June Carter gefolgt. Die Albensammlung Unearthed, also nicht von dieser Welt, so könnte man es übersetzen, erschien 2 Monate nach Cashs Tod im November. Ich will das mal kurz in die Kamera halten, so sieht es aus. 5 Alben sind da drauf mit einem Mix aus den Sammlungen der American Recordings Zeit. Es sind noch 2 weitere Alben veröffentlicht worden bei American Recordings, und zwar das 5. Album 100 Highways im Jahr 2006 und dann 2010 folgte das letzte American Recordings Album Ain't No Grave. Sein Sohn John Carter Cash hat im Nachlass so viele Aufnahmen gefunden, teilweise noch auf Musikkassette, dass daraus der Anfang der Bootleg-Serie entstanden ist. Die erste CD hieß Personal Files. Das sind private Probeaufnahmen, die aus der Zeit stammen, als Cash sein Tonstudio eingerichtet hatte und hat dort probehalber mit seiner Gitarre Songs aufgenommen. Sehr, sehr hörenswert. Zuletzt erschien im September 2024 das Album Songwriter, also 21 Jahre nach seinem Tod, mit bis dato unveröffentlichten Aufnahmen aus dem Jahre 1993, also noch vor American Recordings. Es gibt noch viele weitere zahllose Veröffentlichungen, aber die alle aufzuzählen, würde jetzt hier an dieser Stelle zu weit führen. Ebenfalls im September 2024 wurde im US-Kapitol in Washington eine Statue von ihm enthüllt. Das habe ich bereits in dem Video, was ich produziert habe, ausführlich berichtet. Könnt ihr gerne nochmal anschauen. Durch seine Musik lebt er bis heute weiter. Cash ist tot, es lebe Cash. Damit komme ich zum Song. We'll Meet Again, wir werden uns wiedersehen, ist der letzte Titel auf dem 4. Album The Man Comes Around. Und Cash nimmt mit diesem Song gut gelaunt Abschied. Und so klingt er. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that it won't be long, and they'll be happy, you know, that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again, don't know where and don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? That it won't be long, and they'll be happy, you know, that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Das nächste Thema heißt Johnny Cash und seine Cover-Songs. Das sind Songs, die
von anderen Autoren sind, aber trotzdem immer mit Johnny Cash in Verbindung bleiben werden. Zum Beispiel Sunday Morning Coming Down von Chris Christopherson. Als Beispielsong habe ich allerdings einen anderen meiner Favoriten von Chris Christopherson gewählt. Der Song heißt Rainbow. Und bis dahin, tschüss und bleibt gesund.